Willkommen zu Tales of Interest. Heute geht es um Renntag Nummer 4 der schnellsten Veranstaltung im Kalender dieser City-Liga-Saison. Gefahren wurde der BMW Sauber F1, der auf dem Westhill-Kurs gleich an mehreren Stellen Geschwindigkeiten jenseits der 300 km/h erreichte. Ganz sicher kein einfach zu beherrschendes Fahrzeug, doch damit nicht genug, vor kurzem war die Strecke general überholt worden, also eine zusätzliche Herausforderung für die Fahrer, sich darauf einzustellen. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle. Vor dem Rennen fand keine normale Qualifikation statt, stattdessen lief in den vergangenen Tagen die sogenannte Grid-Quali. Die gefahrenen Zeiten bestimmten nicht nur, in welchem Grid der Fahrer einsortiert wurde, sondern auch die Startreihenfolge. Aber Hotlappen ist bekanntlicherweise nicht der Weisheit letzter Schluss, also gucken wir doch mal, wer auf dieser relativ neuen Strecke schon praktische Rennerfahrung sammeln konnte. Ein Favorit vielleicht Ronald, 5. Platz beim 10-Stunden-Rennen und Sieger des Trainingsrennens am Sonntag. Außerdem Vitali, den Sieger des LFS Grand Prix 2015. Dann noch Karpal, der mit einem etwas kleineren Formelfahrzeug zumindest schon Rennerfahrung auf dieser Strecke sammeln konnte. Im ersten Grid sind 25 Fahrzeuge zum Start aufgereiht. Die Fahrer erwarten 62 Runden Höchstgeschwindigkeit. Aber erst einmal müssen sie den Start überstehen. Da springt die Ampel auf grün und los geht's. Auf der Pole Mikiewicz vor Feistkol und Kubinji. Der Start ist immer eine sehr kritische Phase und da hat es auch gleich ein paar Mal gekracht. Eine genaue Analyse macht da wenig Sinn, es war einfach zu eng und zu schnell. In der neuen Schikane vor der Brücke wird noch ein Reifenstapel abgeräumt und fliegt durch die Luft, aber die meisten kommen gut in die nächste Runde. Weiter ins zweite Grid. Ganz vorne startet ESA von World Class Lions vor HOR Falke und Catila. Ähnlich wie im ersten Grid kommen sich auch hier einige Fahrer in die Quere und eigentlich hat jeder Glück gehabt, der es irgendwie schafft, unbeschadet durchzukommen. Spätestens in den ersten Kurven wurde wohl jedem Fahrer klar, dass dieses Rennen auf keinen Fall eine Spazierfahrt wird und dass man es auch nicht in den ersten Runden gewinnen kann.
Hohes Tempo bei geringen Abständen führte bald zu diesem ersten Zwischenfall. Mensa geht im Zweikampf leicht auf die Bremse, doch dahinter kann Space nicht mehr reagieren und fährt auf. Für Mensa war das Rennen damit leider vorbei. Im zweiten Grid übernahm Falke die Führung und konnte schnell einen Vorsprung herausfahren. Er legte ein hohes Tempo vor, das am Anfang niemand mitgehen konnte oder wollte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er mit einem sehr leichten Auto, also mit sehr wenig Sprit unterwegs war und deshalb einer der ersten Fahrer war, die zum Tanken an die Box mussten. Die Taktik hätte aufgehen können, aber dann gab es scheinbar ein Problem mit der Lenkung und die Träume von Edelmetall waren erst einmal verflogen. Das zeigte, welch harte Probe für Mensch und Material dieses Rennen war. Jede mühsam herausgefahrene Zehntelsekunde konnte man in einem Augenblick tausendfach verlieren. Die Strecke hatte nun zwar etwas breitere Randsteine und mehr Auslaufzonen erhalten, aber das hilft natürlich wenig, wenn man daran stecken bleibt. Andererseits war dieses Rennen für manche Fahrer eine Gelegenheit, relativ einfach Punkte zu sammeln, denn schon das bloße Ankommen konnte hier eine gute Platzierung bedeuten. Da hieß es einfach nur durchhalten und die Rundenzeiten wurden zur Nebensache. An der Spitze, besonders in Grid 1, war die Einstellung natürlich eine ganz andere. Da wurde Runde um Runde ans Limit gegangen. Feistkorn auf Platz 1 hat sich hier etwas abgesetzt, doch dahinter kämpfen Kobinji, Kapal und Ronald um jede Position. Ein kleiner Fahrfehler von Kapal und Ronald im roten Auto zieht vorbei auf Platz 3. Wie das in der Formel 1 so ist, spielten die Boxenstopps eine große Rolle. Sowohl eine 2-Stopp- als auch eine 3-Stopp-Strategie war möglich. Saska verlässt hier gerade die Boxengasse und kommt ganz knapp vor Troy wieder auf die Strecke zurück. Etwas später geht dann Troy auch an die Box. Er hat sich vielleicht kurz gefreut, dass er wieder vor Saska rauskommt, aber Irrtum, erkennbar am roten Helm, das hinter ihm ist der Teamkollege Mikiewicz. Statt sich auf das Warmfahren der neuen Reifen oder das Aufholen von Saska konzentrieren zu können, gerät Troy nun selbst unter Druck. Mikiewicz, hier Bild links mit dem blau-weißen Fahrzeug, saugt sich ganz klassisch im Windschatten ran und als er die Innenseite für die nächste Kurve hat, geht er natürlich vorbei. Pech für Troy, dass er da jetzt ausgerechnet zwischen den beiden Teamkollegen aus der Box kam. Falke gelang es nicht mehr auf die Spitze aufzuschließen, sondern er muss zusehen, wie er sich durchs Mittelfeld durchschlagen kann. Hier zumindest ein schönes Überholmanöver gegen Daniel mit Schwung außenrum. Weniger Benzin bedeutet weniger Gewicht, das konnte pro Runde schon eine halbe Sekunde ausmachen. Auch bei den Reifen gab es unterschiedliche Ansätze, manche holten zweimal neue Reifen, andere versuchten mit nur einem Wechsel durchzukommen. Mit den verschiedenen Taktiken war es nicht leicht, den Überblick über das Rennen zu behalten, denn der direkte Gegner war nicht immer gleich zu erkennen. Erst nach einigen Runden zeigte sich dann, wer vorne lag. Hier im Falle von Feistkorn, der gerade in Führung liegt, und dahinter Kobinji ist die Sache allerdings eindeutig, denn beide gehen gleichzeitig an die Box. Nicht jeder Boxenstopp verlief ohne Probleme für diesen verunglückten Versuch gab es eine Durchfahrtsstrafe. Beim zweiten Anflug verfehlt er die Box wieder und diesmal geht der Motor aus oder das Benzin war einfach alle, jedenfalls muss er das Fahrzeug abstellen. Nicht ganz so spektakulär, aber für uns Zuschauer natürlich auch skurril anzusehen, die Parkplatzsuche von Klaus Adam. Er scheint etwas verwirrt von der neuen Boxengasse und findet nicht die richtige Stelle zum Anhalten, sodass er einfach mal noch eine Runde fährt, bis es dann geklappt hat. Aber auch wenn alles glatt geht, unterbricht ein Boxenstopp immer kurz die Konzentration. Bis zum zweiten Stopp vor Kobinji in der Top 3, doch dann werfen ihn einige Fehler zurück, am Ende leider nur Platz 14. Nachdem Mensa früh ausgeschieden war oder wurde und Falke den Anschluss an die Spitze verloren hatte, lag die Hoffnung von Heroes of Racing nun auf Joker. Aber auch hier sah es erst nicht gut aus, denn Joker lag weit zurück. Doch nach einem vermurksten Start kämpfte er sich bis auf Platz 2 vor. Hier sehen wir den Dreikampf gegen Suini von World Class Lions und Martin von Core. Martin musste dann in die Box und machte ab der zweiten Rennhälfte zu viele Fehler, sonst wäre da vielleicht auch ein Podiumsplatz möglich gewesen.
Der Sieger stand allerdings schon fest, da zog es die Zuschauer lieber in den Biergarten oder an die Kartbahn. Auf Platz 1 drehte LRK-Racer uneinholbar seine Kreise und mit 30 Sekunden Vorsprung konnte er es am Ende ganz ruhig angehen lassen. Der Neueinsteiger in der Cityliga ließ nichts anbrennen und holte sich seinen zweiten Sieg. Im ersten Grid blieb es bis zum Ende spannend, sowohl die Top 3 als auch die Top 10 waren heiß umkämpft. Hier Feistkorn vor Kapal vor Ronald, dahinter das nicht weniger knappe Rennen im Mittelfeld. Ronald muss noch einmal an die Box, kann sich dann aber im Duell gegen Morvay Platz 3 sichern. Wir sehen die Onboard-Kamera von Kapal, er verfolgt den führenden Feistkorn in der letzten Runde. Plötzlich kracht es und beide rutschen von der Strecke. Feistkorn bleibt im Gras stehen und fährt nicht weiter. In der Außenkamera sehen wir, dass Feistkorns Auto am Kurvenausgang gar nicht beschleunigt hat, denn ihm ging in der letzten Runde das Benzin aus. Sehr schade für Feistkorn, der Sieg war doch so gut wie sicher. So gewinnt Kapal nach diesem dramatischen Finale. Nach den neuen Regeln wird Feistkorn als Platz 8 gewertet, damit rücken Ronald und Morvay aufs Podium auf. Mikiewicz ging noch an seinem Teamkollegen vorbei und führt nun die Fahrerwertung an. Im Grid 2 LRK-Racer vor Joker, still und leise auf Platz 3 Elmo mit seinem bisher besten Ergebnis. Damit endet dieser Renntag, 5 weitere Folgen noch. Ich hoffe, es war unterhaltsam, danke fürs Zuschauen und tschüss.